Hola und herzlich willkommen zum Alpenbrevet Briefing. So begrüßt man sich in Andermatt und wir freuen uns sehr, dass ihr euch dieses Jahr entschieden habt, an einem Klassiker der Radmarathons teilzunehmen. Seit 1978 gibt es das Alpenbrevet und ihr werdet durch malerische Landschaften in der Schweiz fahren, aber auch einer der härtesten und spektakulärsten Breitensport-Rad-Events absolvieren. Diese Folien, die wir euch in den nächsten paar Minuten zeigen, stehen dann auch zum Download zur Verfügung. Und um euch so richtig einzustimmen, seht ihr jetzt das Highlight-Video des letzten Alpenbrevets. Ganz herzlich bedanken möchten wir uns natürlich im Vorfeld auch schon bei unseren Partnern. Ohne sie wäre die Durchführung des Alpenbrevet nicht möglich. Und in diesem Sinne ganz großes Dankeschön an alle Partner, die mithelfen, das Alpenbrevet auf die Beine zu stellen. Ein spezieller Dank gebührt natürlich auch unseren beiden Startlocations bzw. Ziellocation in Andermatt und auch in Ulrichen im Wallis. Ohne sie wäre das Alpenbrevet gar nicht möglich, weil sie stellen uns die ganze Infrastruktur vor Ort auch zur Verfügung. Nun möchte ich bereits zum Inhalt kommen, der vor dem Event noch wichtig ist für euch. Und zwar natürlich das A und O, wie kommt ihr nach Andermatt, die Anreise. Wir empfehlen eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dazu könnt ihr bequem mit dem Zug bis nach Göschenen fahren und von da mit der Matterhorn-Gotthardbahn weiter nach Andermatt. Da habt ihr auch immer Anschluss und seid in 10 Minuten schon in Andermatt. In diesem Jahr haben wir zudem am Freitagnachmittag, am 6. September, 3 Spezialverbindungen organisiert. Zusammen mit der Südostbahn bieten wir ab dem Zürcher Hauptbahnhof via Arc-Goldau diese 3 Spezialverbindungen an. Wir bitten euch doch, eine dieser 3 zu nehmen, weil diese Züge sind länger, haben mehr Platz für euch und eure Fahrräder. Für diese Züge braucht ihr ganz normal ein reguläres Ticket für euch und für euer Fahrrad. Wer von der anderen Seite, also aus dem Wallis nach Andermatt anreist, der kann mit dem Extrazug am frühen Samstagmorgen von Viersch nach Andermatt anreisen. Ihr werdet da pünktlich zum Start von allen Touren in Andermatt vor Ort sein. Aber was ich euch leider schon sagen muss, dieser Zug ist ausverkauft, also wer jetzt noch kein Ticket hat, muss sich dann leider anders organisieren. Wir haben da alle Tickets schon verkauft. Die andere Möglichkeit ist natürlich mit dem Auto anzureisen.
Wir haben genügend Parkplätze, würde ich sagen, aber auch nicht endlos viele. Daher bildet Fahrgemeinschaften auch etwas zur Nachhaltigkeit beizutragen. Wenn ihr Unterkünfte gebucht habt in Andermatt oder in der Umgebung, lasst euer Auto doch auch dort stehen und beachtet sicher die Parkplatzeinweisung vor Ort. Und die Parkplätze in Andermatt kosten auch etwas. Ihr seht die Preise hier auch eingeblendet und ihr könnt das vor Ort bezahlen. Ein ganz spezielles Thema, das immer wieder aufploppt, ist das Campieren in Andermatt und der Region. Die Alpenbröwe Parkplätze rund um die Event-Location sind primär für Autos vorgesehen, also nicht fürs Campieren. Es gibt da eine geringe Anzahl von Stellplätzen, die wir anbieten. Es hat aber da keinen Strom- oder Wasseranschluss. Und es ist auch nur für kleine Campervans, also nicht für Wohnwagen oder größere Camper. Und diese Plätze können im Vorfeld nicht reserviert werden, also es gilt First Come, First Serve. Und wir empfehlen euch daher einer der 3 hier eingeblendeten Alternativen zu nutzen, wenn ihr mit dem Camper nach Andermatt kommen wollt. Das sind Stellplätze, die ihr offiziell nützen dürft in Andermatt und der Region. Ansonsten gibt es noch die Option, über unseren Partner Park and Sleep einen Stellplatz bei Privatpersonen zu mieten. Auch da könnt ihr euch einmal reinklicken und schauen, ob es da eine Alternative für euch geben würde. Nun zur Event-Location selbst in Andermatt, 2, 3 Erklärungen dazu. Ihr seht hier die 2 großen Parkplätze eingezeichnet. Den roten Parkplatz auf der rechten Seite wird am Freitag bedient und der linke hinter dem Radisson Hotel Komplex wird am Samstagmorgen bedient. Ihr findet hier auch die Zugangswege dann zur Event-Location, wie ihr zu Fuß oder mit dem Rad dahin kommt und die verschiedenen Anfahrtswege auf diesem Plan. Im Detail sieht dann das Village oder die Event-Location vor Ort circa so aus. Ihr seht da mit dem gelben dicken Pfeil die Abfahrtsrichtung eurer Touren, einfach, dass ihr das schon mal gesehen habt. Das Check-in-Zelt, wo ihr eure Startnummern erhält. Auch die sich für die Pasta-Party oder das Frühstück angemeldet haben. Das ist in der Mehrzweckhalle dann nebenan. Ihr seht in Pink oder Violett die beiden Bike-Parkings, die wir anbieten. Da könnt ihr euer Velo hinstellen. Und ja, alles das Zeug rundherum, die ganzen Village-Stände und Food-Stände seht ihr auch hier auf dem Plan. Diesen stellen wir euch dann auch im letzten Mail vor dem Alpenbröwe nochmals zu. Wer nach Ulrichen anreist, hier gab es eine Änderung im Vergleich zum Vorjahr. Und zwar ist die Startlocation neu beim Nordisch-Zentrum in Goms, also ein paar 100 Meter entfernt von der ursprünglichen Startlocation. Was gleich bleibt, ist die Anreise grundsätzlich. Also ihr könnt bequem mit dem Zug nach Ulrichen anreisen, sei es vom Unterwallis oder auch durch den Furka-Tunnel von Andermatt. Auch wenn man mit dem Auto kommt, kann das via die Pässe Grimsel, Furka oder Nuffenen tun oder man kommt via Visp, Brieg und Viersch nach Ulrichen. In Ulrichen gibt es auch genügend Parkplätze, die sind sogar gratis und können ab Samstagmorgen benutzt werden. Dazu hier der Übersichtsplan in Ulrichen. Ihr seht oben rechts den Bahnhof und den Zugangsweg vom Bahnhof. Die Parkplätze sind hier rot unten links eingezeichnet und werden dann auch vor Ort ausgeschildert sein und mit Personen, die euch einweisen vor Ort. Blau die Zugangswege zur Event-Location und zum Start in Ulrichen. Auch hier ein kurzer Einblick in die Details, wie das aussehen wird vor Ort. Da gibt es die Startnummernausgabe und ein Bereich, wo es Kaffee und Snacks gibt. Auch die Startrichtung hier in Gelb wieder eingezeichnet für die Bronze-Tour ab Ulrichen. Dann ganz wichtig für euch, wann könnt ihr eure Startnummern abholen? Die Öffnungszeiten des Check-ins seht ihr hier eingeblendet. Ganz wichtig,
In Andermatt könnt ihr am Freitag und Samstagmorgen Startnummern abholen. Die Bronze-Tour ab Samstagmorgen kann man dann nur noch in Ulrichen abholen. Freitagabend gibt es in Ulrichen aber keine Startnummernausgabe. Selbstverständlich könnt ihr auch Startnummern für Freunde oder Bekannte abholen, wenn ihr deren Nummer wisst oder die Anmeldebestätigung habt mit der Nummer drauf. Das ist kein Problem. Ein paar weitere Infos zum ganzen Check-in-Prozedere. Da könnt ihr, wenn ihr das gebucht habt, auch eure Infos und Schlüssel zu den Unterkünften abholen. Ihr könnt auch die Armbänder für den Pastaplausch und das Frühstück da beim Check-in abholen, also im selben Zelt, wo auch die Startnummernausgabe ist. Für diejenigen, die in Ulrichen starten, gibt es wieder einen Gepäcktransport nach Andermatt und ihr könnt dann dieses Gepäck in der Mehrzweckhalle in Andermatt wieder abholen. Ganz wichtig auch noch der Reminder hier zur Alpenbrücke Giordana Kollektion. Man konnte ja im Vorfeld auch die Vorortabholung anwählen. Diese Abholung gibt es nur in Andermatt, also in Ulrichen können keine Kleider abgeholt werden. Und jetzt seht die Zeiten auch hier wieder eingeblendet, wann diese Abholung möglich ist. Und ganz wichtig, diese Abholung ist nicht am Stand von Giordana, sondern auch im Check-in-Zelt, wo die Startnummern ausgegeben werden. Am Stand selber von Giordana könnt ihr natürlich auch die ganze Kollektion noch vor Ort kaufen. Und wenn ihr schon was bestellt und erhalten habt, dann könnt ihr das vor Ort umtauschen. Bedingt natürlich, dass es noch original verpackt ist und ungetragen. Und ja, je nachdem, ob die Größe dann vor Ort auch noch vorhanden ist. Wer sich vor dem Alpenbrücke noch stärken will, noch etwas Carbo-Loading betreiben möchte, den laden wir sehr herzlich zur Pasta-Party ein am Freitagabend. Es gibt da 2 verschiedene Slots, die gebucht werden können und für 22 Franken kriegt ihr da Pasta. Ihr dürft auch 2-3 Mal holen und natürlich ein Getränk und ein kleines Dessert dazu. Dasselbe fürs Frühstück am Samstagmorgen. Auch da könnt ihr für 15 Franken ein reichhaltiges Frühstück zu euch nehmen. Da haben wir im Vergleich zum Vorjahr sicher noch etwas aufgerüstet, dass das produktiv über die Bühne geht und alle zur rechten Zeit dann am Start stehen werden. Es lohnt sich auch, das frühzeitig noch zu buchen, weil vor Ort gibt es nur eine limitierte Anzahl Plätze, die noch gebucht werden können, plus sind sie auch etwas teurer. Daher, wenn ihr da noch dabei sein wollt, lohnt es sich im Vorfeld noch zu buchen. Dann sehr, sehr wichtig, auch zu eurer Sicherheit, checkt euer Bike, bevor ihr nach Andermatt oder Ulrichen kommt. Es sollte in einwandfreiem Zustand sein. Ihr solltet Reflektoren am Fahrrad haben und ganz wichtig, ihr solltet Licht dabei haben, sowohl für vorne als auch hinten. Beim Start der Touren, sicher alle Touren, Platin, Gold und Silber, müsst ihr sowieso Licht haben am Start, sonst erhält ihr gar keine Starterlaubnis. Und auch sicher das Licht anbehalten bis ca. 9 Uhr und nach 20 Uhr wieder anschalten. Und auch bei Bedingungen, die einfach eine geringe Sicht bieten, wie Nebel oder starker Regen oder so, bitte das Licht unbedingt angeschaltet lassen. Dann auch immer ein wichtiges Thema, die Startnummer an sich. Bitte beachtet, dass ihr die Startnummern nur so montiert, wie wir es hier aufzeigen. Also bitte tragt sie nicht auf der Brust oder auf dem Helm oder was sonst noch alles möglich ist. Zerschneidet sie nicht, weil es hat einen Transponder drin. Macht sie einfach mit den Kabelbindern, die ihr vor Ort erhalten werdet, an euren Lenker. Und dann wird alles tiptop funktionieren, sowohl die Zeitmessung als auch die Fotos, die über die Startnummern dann euch zugeordnet werden. Ja, nun habt ihr die perfekte Vorbereitung, ihr seid ready, ihr seid in Andermatt, ihr habt eure Startnummer und jetzt geht es auf die Strecke und auch da gibt es natürlich ein paar wichtige Informationen, die wir euch noch auf den Weg geben möchten, damit das alles reibungslos funktioniert und ihr einen super Tag haben werdet rund um Andermatt.
Genau, zuerst die wichtigen Nummern in Sachen Notfällen. Ihr seht hier auch die Nummer der Eventzentrale eingeblendet. Also falls ihr irgendwann einen Notfall seht oder irgendetwas habt unterwegs, dann meldet euch bitte auf diese Nummer. Dann erreicht ihr unsere Eventzentrale in Andermatt. Diese Nummer ist ab Samstagmorgen spätestens in Betrieb. Dann die wichtigsten Notfallnummern in der Schweiz seht ihr hier eingeblendet, wenn ihr irgendeinen Unfall oder Notfall auf der Strecke habt. Wir haben natürlich Ambulanzfahrzeuge und Motomarshals auf der Strecke dabei, also die begleiten euch den ganzen Tag, ihr werdet die hin und wieder sehen. Und wenn da irgendetwas ist, können sie natürlich auch eingreifen und euch helfen. Auf der Strecke sind zudem 4 Besenwagen unterwegs, also quasi das Ende der Touren. Diese fahren so, dass die Kontrollschlüsse eingehalten werden können und sind eigentlich nicht dafür da, generell Teilnehmende zurück nach Andermatt zu transportieren. Also sie werden euch, wenn ihr zum Beispiel nicht mehr weiterkommt, vielleicht an den nächsten Bahnhof oder so transportieren, aber sie haben nicht die Kapazität, um alle einzusammeln und dann nach Andermatt zu bringen. Ein Anliegen von unserer Seite, bitte ladet doch diese Echo SOS App runter, da seht ihr immer die wichtigsten Notfallnummern der Schweiz und seht auch gleich Krankenhäuser in der Nähe. Ja, so könnt ihr auch in Notfällen immer schnell reagieren und auch anderen helfen, wenn ihr diese App auf eurem Smartphone habt. Ein sehr wichtiges Thema, die Sicherheit auf der Strecke. Bitte beachtet, dass beim Alpenbrevet keine Straßen abgesperrt sind. Also ihr seid auf öffentlichen Straßen mit dem anderen Verkehr unterwegs. Das heißt, die Straßenverkehrsordnung gilt zu jeder Zeit. Wenn ihr an ein Lichtsignal oder Stoppschild fahrt, dann gilt es auch anzuhalten. Bitte überfahrt keine Sicherheitslinien. Fahrt in einer Kolonne, wenn immer möglich. Fahrt niemals auf die Gegenfahrbahn, insbesondere in Abfahrten. Benutzt die Radwege, falls es welche hat. Und vor allem seid respektvoll im Zusammenspiel mit anderen Verkehrsteilnehmenden. Ihr als Alpenbrevet-Teilnehmenden, behaltet Ruhe, verhaltet euch vorbildlich und souverän und dann wird das absolut kein Problem sein, weil das Alpenbrevet ist kein Rennen, also ihr müsst da nicht um jede Sekunde kämpfen. Ein bisschen Wartezeit an einem Rotlicht hat noch niemandem geschadet. Haltet diese Punkte wirklich ein, das wird unterwegs auch von verschiedenen Organen geprüft, sei es den Motormarshals, der Polizei oder Verkehrsdiensten. Und wer diese nicht einhaltet, kann für Folgejahre dann auch gesperrt werden oder aus dem Alpenbrevet 2024 disqualifiziert werden. Daher haltet euch an diese Regeln, dann werdet ihr einen absolut super Tag haben auf eurem Rad. Ein paar weitere Regeln, das habe ich schon erwähnt, haltet euch an die Anweisungen der verschiedenen Organe, verhaltet euch auch sonst korrekt gegenüber Volunteers und sonstigem Staff. Wir machen wirklich alle nur das Beste, dass ihr einen super Tag haben werdet. Daher seid immer schön freundlich zu diesen Leuten. Wenn ihr Unfälle seht oder selbst einen habt, meldet euch bitte bei der Rennzentrale, auch wenn ihr aus dem Rennen aussteigt. Aus irgendwelchen Gründen, dann bitte ein kurzer Anruf in die Eventzentrale, dann können wir das so notieren. Natürlich kein Littering, muss ich euch ja nicht sagen. Ihr möchtet auch nicht durch die Alpen fahren und links und rechts liegen irgendwelche PET-Flaschen oder Riegelpapierchen. Haltet die Umwelt sauber. Und wenn ihr mal für kleine Tiger müsst, dann nicht gleich am Straßenrand. Macht das so, dass man das nicht gleich sieht, und sonst an den Verpflegungsposten gibt es auch immer Toy-Toys, also das sollte eigentlich gut funktionieren, ohne dass man da zwischendurch noch auf die Toilette muss. Ich werde euch nun zu allen 4 Touren die wichtigsten Details noch mitgeben und ihr könnt euch da dann die Infos, die für euch relevant sind, rauspicken. Zu Beginn gleich die Platin-Tour. Ihr startet da um 6 Uhr und dann in 500er Gruppen mit 5 Minuten Abständen bis 6:20 Uhr. Der Streckenabschnitt zwischen Andermatt und Wassen ist wie in den vergangenen Jahren neutralisiert, das heißt keine Zeitmessung, und ihr fahrt da hinter den Motomarshals bis nach Wassen zum Beginn der Steigung zum Sustenpass.
Überholen ist da verboten und ja, da müsst ihr auch noch nicht Vollgas in die Abfahrt gehen. Bitte haltet euch an die Kontrollzeiten, die wir hier aufgeführt haben, und wenn ihr zu dieser Zeit noch nicht in Ulrichen oder Airolo seid, müsst ihr über den nächsten möglichen Pass abkürzen und nach Andermatt zurückfahren. Bitte haltet euch auch an die Zielzeit, das ist vor allem aus Sicherheitsgründen, weil es dann auch schon ziemlich dunkel ist, möchten wir euch um 21 Uhr wieder im Ziel in Andermatt sehen. Zur Gold-Tour, da gibt es um 5:45 Uhr den Massenstart, also alle rund 1500 Fahrerinnen und Fahrer werden auf einmal losfahren. Speziell unterwegs ist ein Wechsel zur Silbertour nicht möglich, weil die Streckenführung ja unterschiedlich ist. Was natürlich möglich ist, dass man ab Airolo über den Gotthardpass abkürzen kann. Da gibt es auch wieder den Kontrollschluss um 13:45 Uhr. Und wenn ihr diesen nicht einhalten könnt, bitten wir euch, über den Gotthard nach Andermatt zurückzukehren. Auch hier die Zielzeit 21 Uhr. Bitte versucht euch daran zu halten. Die Silbertour startet dann nach der Platin-Tour um 6:25 Uhr. Auch da Massenstart und ihr fährt dann Richtung Gotthardpass. Die Abfahrt wie im vergangenen Jahr über die Nationalstraße und nicht über die Tremola. Bitte beachtet da die Signalisationen auf der Strecke. Ganz wichtig, ab Motto Bartola müsst ihr dann auf die alte Passstraße abbiegen, weil im unteren Teil auf der Schnellstraße herrscht ein Fahrradverbot. Das wird sicher signalisiert sein. Die Zielzeit auch hier 21 Uhr sollte bei der Silbertour aber kein großes Problem sein. Und zu guter Letzt die Bronzetour. Da eine etwas gemütlichere Startzeit um 9 Uhr. Da gehen auch alle rund 250 Fahrerinnen und Fahrer im Massenstart weg. Natürlich beachtet da Startort Ulrichen, steht nicht um 9 Uhr irgendwo in Andermatt, sonst wird es etwas schwierig. Kontrollschlüsse gibt es hier keine und die Zielzeit 21 Uhr sollte eigentlich bei der Bronzetour auch kein großes Problem sein. Dann noch 2-3 weitere Infos zum Startprozedere an sich. Es gibt keine fix zugeteilten Startblöcke, die ihr bekommen werdet. Stellt euch bitte nach eurer eigenen Leistungsbewertung ein. Also die schnelleren Fahrerinnen und Fahrer sollen sich vorne einstellen, dass es beim ersten Pass nicht schon irgendwelche Überholmanöver von ganz hinten nach vorne gibt. Ja, tust dir selbst und den anderen Teilnehmern einen Gefallen, wenn du dich richtig ins Starterfeld einordnest. Für die Teilnehmer der Platin-Tour wird es vor Ort einen Wartebereich geben. Wir bitten euch wirklich erst in den Startblock einzustehen, wenn der Speaker die jeweilige Tour aufruft, weil sonst verzögert sich einfach der Start der vorherigen Tour und ihr startet dann sonst auch noch später. Daher bitte insbesondere für die Platin-Tour geht in diesen Wartebereich, wenn ihr aufgerufen werdet als Platin-Tour, dann könnt ihr dann zur Startlinie schreiten. Vor Ort kann man sich grundsätzlich noch für kürzere Touren ummelden, also ein Downgrade ist möglich, solange natürlich der Platz der Tour noch nicht aufgebraucht ist und allfällige Preisdifferenzen werden vor Ort auch nicht mehr zurückerstattet. Dann noch 2-3 Worte zur Ausschilderung auf der Strecke. Generell die Strecken und die Karten sowie GPX-Files findet ihr auf unserer Webseite. Es wird auf der Strecke ausgeschildert sein. Die gelben Wegweiser werden euch immer wieder begegnen. An neuralgischen Punkten werden dann auch Kleber der jeweiligen Tour auf diesen gelben Wegweisern sein, dass ihr euch sicher nicht verfahren werdet. Wenn ihr einer dieser 3 Tafeln seht, dann ja, gibt es entweder eine Baustelle, ein Tunnel oder mögliche Stau oder einen Bahnübergang. Bitte drosselt dann auch das Tempo und seid achtsam. Wenn es Straßensperrungen geben sollte, dann befolgt natürlich die offizielle Umleitung. Es sind uns momentan aber keine Umleitungen bekannt, die wir nicht schon im Routebook abgebildet haben. Die Signalisation an den Verpflegungsposten ist in diesem Jahr auch neu, dass ihr, wenn ihr vom Verpflegungsposten wegfährt, auch die richtige Richtung erwischt, dass ihr nicht plötzlich wieder in die falsche Richtung fährt. Da haben wir neu ein paar Tafeln hingestellt.
Dann zum Routebook an sich, ich habe es schon kurz erwähnt, das Routebook ist eigentlich die Zusammenfassung dieses Briefings. Alle wichtigen, gefährlichen Stellen auf der Strecke sind da pro Tour nochmal separat aufgeführt. Also bitte schaut euch dieses Routebook unbedingt an, auch wenn irgendwelche Fragen sind zum ganzen Ablauf, werdet ihr sie höchstwahrscheinlich in diesem Routebook finden. 2 Sachen möchte ich schon im Vorfeld erwähnen. Es gibt am Oberalp-Pass zwischen Selva und Dieni, das ist etwa in der Hälfte der Abfahrt vom Oberalp-Pass Richtung Disentis, gibt es eine Baustelle und da gibt es im unteren Teil einen sehr schlechten Straßenbelag. Das wird vor Ort dann auch ausgeschildert sein und mit Personal bestückt, aber ja, behaltet euch das schon mal im Hinterkopf, dass da eine Baustelle wartet, wo der Straßenbelag relativ schlecht ist. Dann auch für die Platin-Tour wichtig, wenn ihr den Sustenpass gemeistert habt und euch in die Abfahrt stürzt. Es gibt da im oberen Teil des Passes ein paar Baustellen. Bitte seid vorsichtig und stoppt auch, wenn Rotlichter vorhanden sind. Die Routebooks könnt ihr in Englisch und in Deutsch hier runterladen. Die sollten da verlinkt sein. Zur Zeitnahme noch 2, 3 Worte. Die Zeitnahme wird mittels Zeitmesstransponder in eurer Startnummer durchgeführt. Es gibt keine offizielle Rangliste nach Rängen. Ihr werdet dann einfach eine Finisherliste erhalten, wo ihr eure Zeiten seht, weil das Alpenbrevet ist ja kein Rennen. Die persönlichen Fahrzeiten könnt ihr dann auch via Webseite oder Finisher-Urkunde abrufen. Das wird euch automatisch nach Zieldurchfahrt per Mail auch noch zugestellt. Wenn ihr irgendwo an einen Timing-Checkpoint hinfahrt, werden das solche Tafeln sein, die es ausschildern. Die Zeitfahrmatten werden eigentlich immer bei den Verpflegungsposten stehen, also schaut, dass ihr bei den Verpflegungsposten vorbeikommt und über diese Matten fährt. Außer in Olivone wird es keine Matte sein, sondern eine Lichtschranke, aber auch da wird es ausgeschildert sein. Ganz wichtig nochmals, Platin-Tour zwischen Andermatt und Wassen findet keine Zeitmessung statt, also die offizielle Zeitmessung beginnt da erst in Wassen, wenn ihr den Sustenpass beginnt. Dann zu den Verpflegungsposten auf der Strecke. Es gibt insgesamt diese 5 Verpflegungsposten, also im Disentis, in Olivone, in Airolo und Ulrichen dann für alle Touren und noch in Innerkirchen für die Platin-Tour. Da gibt es, wie schon erwähnt, auch Toiletten vor Ort und es werden Samariter an den Verpflegungsposten stehen, die euch bei kleineren Blessuren auch aushelfen können. Das Verpflegungsangebot findet ihr hier. Wir haben das noch etwas erweitert. Es gibt jetzt auch noch ein paar salzige Snacks vor Ort. Es gibt wieder sehr viele Produkte von unserem Nutrition-Partner Winforce. Auch ein paar neue Sachen, die ihr ausprobieren dürft, die mir persönlich sehr gut schmecken und auch immer für den nötigen Boost auf der Strecke sorgen. Hier eine Neuerung zum Standort in Airolo, dieses Verpflegungsposten. Der ist nicht mehr im Dorf, sondern jetzt bei der Seilbahn in Airolo auf der anderen Talseite. Ihr seht hier auf dem Plan die Anfahrt der verschiedenen Touren und vor Ort wird ein Einbahnverkehr herrschen. Also fahrt dann bitte in diesen Verpflegungsposten, wie es die Verkehrsdienste vor Ort und die Beschilderung euch auch sagen. Dann gibt es kein Durcheinander und alle kommen zu ihrer Verpflegung. Dann etwas sehr Erfreuliches, das wir in diesem Jahr anbieten können, ist der Technical Support. Dank unseres Partners ST Cycling haben wir sowohl in Andermatt einen Servicestand. Da könnt ihr größere Reparaturen, wenn noch etwas an eurem Rad ist, kostenpflichtig reparieren lassen. Wenn ihr kleine Sachen habt, werden sie das natürlich für euch erledigen. Natürlich könnt ihr da auch Ersatzmaterial kaufen, wenn ihr noch Licht braucht oder irgendwelches sonstiges Zubehör, könnt ihr das an diesem Stand kaufen. Auf der Strecke gibt es neu an jedem Verpflegungsposten die sogenannte ST Cycling Self-Service Station. Das heißt, ihr könnt da kleinere Reparaturen in Eigenregie durchführen. Es wird das nötige Werkzeug und Verbrauchsmaterial vor Ort haben. Und ja, mit einem kleinen YouTube-Tutorial konnte noch jeder einen Reifen wechseln oder sonst irgendetwas austauschen. Daher denken wir, dass da auch keine Mechaniker vor Ort sein müssen. Ihr habt das sicher im Griff.
Und sonst helft einander. Für so etwas hat man ja die Community, die einem helfen kann. Ja, und dann seid ihr hoffentlich ohne Defekt im Ziel angekommen. Wenn ihr im Ziel seid, dann ja, gibt es hier noch ein paar Informationen dazu. Ihr habt ja ein Startnummern-Depot bezahlt, bevor ihr oder während ihr euch angemeldet habt. Dieses Startnummern-Depot dürft ihr dann im Ziel gegen ein Finisher-Shirt austauschen. Das funktioniert so, dass wir oder beziehungsweise unsere Volunteers nehmen euch die Startnummer ab. Ihr könnt mit dieser Startnummer ins Eventzelt gehen und erhaltet dann im Gegenzug das Finisher-Shirt. Ihr könnt natürlich auch die Startnummer als Erinnerungsstück behalten oder, wenn euch beides nicht gefällt, könnt ihr die 10 Franken auch in bar wieder zurückfordern. Für all diejenigen, die sich eine Medaille bestellt haben im Vorfeld, werden diese gleich nach Zieldurchfahrt erhalten. Und wer vor Ort dann noch eine Medaille kaufen möchte, kann das ebenfalls im Eventzelt noch tun. Dann gibt es für alle ein Finisher-Bag mit tollen Goodies von unseren Partners. Erhält ihr ebenfalls im Eventzelt, wo ihr dann die Startnummern abgeholt habt am vorherigen Tag. Und dann genießt bitte unser Event Village. Wir haben tolle Partnerstände, ein sehr, sehr cooles Food-Angebot und an der Alpenbrüwe Bar könnt ihr dann euer wohlverdientes Bier abholen. Verbringt die Zeit, genießt das gute Wetter, das wir bestellt haben und ja, habt einfach eine gute Zeit mit der ganzen Alpenbrüwe Community. Die persönliche Urkunde, die wird euch, wie bereits erwähnt, bei der Zieldurchfahrt per E-Mail zugestellt. Und dann könnt ihr euch natürlich auch noch eine Massage gönnen. Es gibt einen gratis Massageservice in der Mehrzweckhalle im Zielgelände in Andermatt. Und danach ja, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu tun, außer in der darauffolgenden Woche eure speziell fürs Alpenbrüwe geschossenen Fotos von Sportograph zu beziehen. Wir werden euch dazu dann auch noch den Link zustellen am Montag nach dem Alpenbrüwe. Dann könnt ihr eure Highlights da runterladen. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Gute Vorbereitung in den letzten Tagen und wir sehen uns in Andermatt.